Du hast es beschrieben, du klingst dich in Bewusstseinsanteile ein beim Coaching. Ich kann Ja, es gar nicht so genau beschreiben. Beschreib du das doch. Du bist die Fachfrau. ja, also ich weiß nicht, ob alle, die das ansehen oder die sich das ansehen werden, verstehen, was ich mit inneren Anteilen meine. Sagen wir einfach mal so, ähm, normalerweise wäre es so, würde man davon ausgehen, wenn ich etwas wirklich will, und kennt man ja auch so, dann arbeitest du dafür und dann setzt du das um und dann passiert das auch. So, oder man macht positiven Fokus, man macht sich positive Gedanken, positive Gefühle, dies und das. Und dann müsste das ja eigentlich umgesetzt werden können. Aber für ganz viele Menschen funktioniert das nicht, weil in uns irgendwas noch ist, was dagegen spricht. Und das ist uns gar nicht bewusst oft und wir wissen nicht, was es ist. Und was ich eben mache, ist, dass wir zum Beispiel, wir würden festlegen, okay, was macht denn dieser Teil von dir? Was bewirkt der, was du Mhm. nicht verstehst? Zum Beispiel, ich sage immer gern so dieses Partnersuche-Beispiel. Du wünschst dir einen Lebenspartner und egal was du machst, passiert irgendwie nicht. Und dann gibt es einen Teil von dir, da würde man sagen, das ist der Teil von mir, der verhindert, dass ich einen Partner finde oder der irgendwie das nicht möchte, der Angst davor hat, keine Ahnung. Und was ich dann mache, ist, ich sage immer, habe ich mein Bewusstsein. Ja, Friederike-Bewusstsein. Und ich empfinde das so, als wenn mein Bewusstsein in dem Moment Platz macht, sich öffnet für das Bewusstsein einer anderen Person, dir in dem Fall zum Beispiel. Und ich verbinde mich damit, ich werde innerlich still, ich mache mich leer, ich mache Platz und dann verkörpere ich, lade ich deinen Anteil ein, damit du mit dem in Kontakt treten kannst, in mir. Das heißt, ich führe dann einen Dialog über dich mit mir selber oder mit einem Anteil von mir. Verstehe ich es richtig? Richtig, genau. Spannend, Ja. sehr spannend. Und das ist super abgefahren auch. Also mein Bewusstsein ist natürlich noch da, das ist nicht ganz weg. Ja. So. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass jemand so komplett weg ist. Für mich ist es so, ich empfinde das so, dass mein Bewusstsein als beobachtende Instanz noch da ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel merke irgendwann, du kommst nicht weiter und ich nehme aber wahr, was dieser Anteil braucht von dir, dann Ja, könnte ich dir sagen, du, wir stecken hier gerade fest, weil versuch doch mal das und das. okay. Aber normalerweise mache ich das nicht. Normalerweise packe ich das ganz an den Rand. Ich hatte zum Beispiel mal die Situation, wo ich einen Anteil übernommen habe von einer Klientin. Und dieser Anteil, das war ein männlicher Anteil, eine männliche Person, was ich gechannelt habe, hatte so viele Dinge diesem Menschen zu sagen und konnte es aber nicht sprechen. Also ich habe wirklich auch als ich erfahren, wie das ist, wenn jemand so viele Dinge jemandem zu sagen hat und einfach nicht reden kann. Und natürlich hätte ich als Friederike sagen können, ja, dieser Mensch versucht dir das gerade zu sagen, aber, aber er kann nicht. Aber ich habe das so empfunden, dass es viel hilfreicher gewesen ist, dass ich das gemacht habe, was auch diese Person, dieser Anteil in dem Moment gemacht hätte. Nämlich nicht sprechen und anders zu kommunizieren. Und da ist sehr viel Heilung passiert. Also ein paar Wochen oder Monate später rief mich die Klientin an und sagte so, ja, da ist nochmal die und die Situation passiert und ich habe gemerkt, krass, ich war gar nicht mehr so emotional, es hat mich gar nicht mehr so stark getriggert wie sonst. Und natürlich ist es dann weitergegangen, ne? Wir sind dann nicht stehen geblieben, aber das zum Beispiel als Beispiel, wie das passieren kann. Klingt total spannend. Ja. Ist das eine besondere Gabe, die du irgendwann entdeckt hast? Ist das durch Zufall gekommen? Hier stellt gerade Jasmin eine Frage. Anteil ist gleich anderer Mensch. Nein, in dem Fall, also das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, da war es auch ein anderer Mensch, ja, tatsächlich. Aber eigentlich geht es darum, dass es ein Anteil von dir ist. Mhm. Ja, also der Anteil von mir, der morgens nicht aus dem Bett kommt. Oder was auch immer. Ja, was, es kann alles sein. Der Anteil von mir, der dafür sorgt, dass ich
egal was ich versuche, mich nicht richtig freuen kann. Ähm, die Dinge, wo wir vielleicht nicht ganz verstehen, warum passiert das in mir? Und das übernehme ich. In dem Fall, das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, das war tatsächlich ein bisschen komplexer, war das der verstorbene Bruder dieser Person. Okay, Jasmin schreibt gerade, dass sie das so auch verstanden hat. Ja, okay, super. Super. Also auch für alle anderen, wenn ihr eine Frage habt, haut sie hier rein, wir gehen da gerne drauf. Ja, Super. ähm, Nochmal zu der Frage zurück. Ist das eine Gabe, die du irgendwann entdeckt hast? Hast du das dich geschult? War das schon immer da? Als Kind schon? Oder weißt du gar nicht, wo das herkommt? mh, also es sind ja verschiedene Fragen. Also ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist. Ich glaube tendenziell, dass wir alle die Fähigkeit dazu haben. Ich weiß aber nicht, zum einen weiß ich nicht, ist das der Weg für jeden, das zu machen? Mhm. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ähm, und bei mir, das kam im letzten Jahr dazu tatsächlich oder vorletztes Jahr, auch durch den Gesang. Zuerst kam das mit dem Gesang tatsächlich und dann kam das mit der Persönlichkeitsarbeit, mit den Persönlichkeitsanteilen. Ich war schon immer sehr empathiefähig und das ist ja auch ein Großteil meines Jobs sozusagen. Man kann das sicherlich auch schulen. Man kann das, denke ich, auch lernen. Tatsächlich war das aber bei mir so, dass ich das irgendwo mitbekommen habe und dann das einfach versucht habe und es hat einfach so gut funktioniert. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das war jetzt nicht so, ja, also vielleicht auf eine Art schon eine Gabe oder eine Veranlagung vielleicht. Ich würde es vielleicht Veranlagung nennen. Mhm. Okay. Ähm, ja, Nochmal zusammengefasst, wenn ich jetzt ein Coaching bei dir machen würde, hätte ich dadurch die Möglichkeit, mit mir selber zu sprechen, auf einer Ebene, wie ich es normalerweise nicht kann, weil du einen Teil von mir verkörperst, ja? Das, genau, ja. okay. Also ich finde es total faszinierend. Also ich mache ja was Ähnliches, aber da sprechen wir ein andermal drüber, aber Ja, doch auf eine komplett andere Art. Von daher finde ich diesen Ansatz ja. einfach. Das ist ein anderer Ansatz und eine tolle Möglichkeit einfach. Mhm. Also ich finde es total super. Ähm, magst du dazu jetzt noch was sagen oder wollen wir uns mal über dein Sound-Channeling unterhalten? Weil das finde ich ja genauso Ähm, faszinierend, was ich davon bis jetzt von dir weiß. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch sagen möchte. Falls irgendjemand da eine Frage oder einen Gedanken zu hat, schreibt sie auf jeden Fall einfach rein. Ansonsten, also man kann das zum Beispiel, also weil du jetzt gesagt hattest, bei mir im Coaching ist das so und so, das ist was, womit ich auch vorsichtig bin und wo ich mir Mühe gebe, sehr weise mit umzugehen. Weil prinzipiell gehe ich davon aus, dass du alles in dir trägst Mhm. und dass du alles selbst hervorholen kannst aus dir. Das heißt, natürlich können wir das auch von vornherein machen, wenn du sagst, so, hey, das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, diese Art Channeling. Natürlich geht das. Es darf aber keine Ausflucht sein. Ja, okay. Verstehst du, was ich meine? Weil es könnte ja auch sein, mir ist das zu unangenehm, damit in Verbindung zu treten. Aber vielleicht ist es gerade das, was du brauchst. Ne? Also, Verstehe ich, ich, ja. ja, das vielleicht noch als Zusatz. Sehr wichtiger Hinweis, ja, dass das nicht als Ja, Ausflucht genommen wird. Ja, finde ich sehr wichtig. genau. Ja.